Johannesburg, genau. Bis morgen, guten Flug euch. Ciao. Wir sind jetzt startbereit. Verstauen Sie bitte die Tische, Monitore und Fußstützen. Hallo, mein Name ist Karim. Es ist mir eine große Freude, dass ihr heute wieder mit dabei seid bei einem weiteren und neuen Reisebericht von mir. Diesmal ist es ein etwas größeres Abenteuer, für mich zumindest. Es geht einmal quer durch Südafrika von Ost nach West, von Johannesburg, einmal quer durch über die Drakensberge, Teile der Garden Route, bis wir schließlich Kapstadt erreichen werden. Auf dieser Tour mit dabei sind Heiko und Anna. Vor 5 Wochen zum ersten Mal getroffen und gefragt, ob sie mit möchten auf Tour nach Südafrika. 2 Stunden später hatten sie die Flugtickets gebucht. Heiko fährt seit 3 Jahren Motorrad und hat sich mit seiner BMW GS 1200 einen Jugendtraum erfüllt. Die ersten Touren gingen gleich nach Island und Irland. Draußen wartet schon Bernet auf uns, der unsere Motorräder dabei hat. Okay, we understand. Perfect, thank you. Sorry for the inconvenience. No problem. Okay, perfect. I'll just offload the bike, yeah? Die Motorräder werden vom Hänger geladen, gecheckt und bepackt und dann kann es auch schon losgehen. Die Route für den ersten Fahrtag habe ich so einfach wie möglich gestaltet und wird uns direkt von Johannesburg über Pretoria nach Rustenburg führen, wo wir nach insgesamt 220 Kilometer den Pilanesberg Nationalpark erreichen werden. Erster Eindruck von Südafrika. Hier ist überall Infrastruktur, wo wir vorbeikommen. Also abgesehen von den befestigten Straßen sehen wir auch viele bekannte Firmen wie die DHL, die Firma Würth, auch aus Deutschland. Und Südafrika zählt auch auf dem afrikanischen Kontinent zum wirtschaftlich stärksten Land. Es ist momentan irgendwie noch ein richtig unwirkliches Gefühl. Gestern Abend sind wir erst noch in Deutschland gewesen. 4 Grad Außentemperatur, Winter und über Nacht geflogen. Heute Morgen hier angekommen und jetzt haben wir hier über 25 Grad, fahren im Sonnenschein Motorrad. Das ist schon ziemlich cool. Es ist in Südafrika nicht anders wie in den Alpen. Hier muss man einfach damit rechnen, dass zwischendurch mal die Kühe die Straße kreuzen. Da spazieren die Ziegen durch die Gegend. Dort ist Kentucky Fried Chicken und dort sind Straßenstände. Das ist schon ein ungewohntes Bild. Hello, sir. Welcome to Ivory. Thank you very much, sir. Are you checking in? Yeah, sure. Ah, it's here. Oh, so Klausmann. Das mein Mann, no? He's Heiko. Da, der hier ist. To the reception? Yeah. That's the reception. Gucken wir mal, wo wir hier parken können. Unsere Unterkunft befindet sich direkt am knapp 600 Quadratkilometer großen Nationalpark gelegen und ist ein idealer Ausgangsort für diesen. Wir sind hier in der Ivory Tree Game Lodge und das möchte ich euch mal zeigen, das finde ich echt ziemlich cool. Da hat jeder Hotelgast hier so einen
kleines Häuschen wie dieses hier. Und so sieht das Ganze dann drinnen aus. Also wirklich herrlich, traumhaft. Terrasse. Und dann geht es hier hinten weiter. Wem das noch nicht genug ist, da bekommt dann hier noch ein wunderschönes Bad mit Ausblick in die Natur. Nicht zu vergessen die Außendusche. Hier sind wir jetzt die nächsten 2 Tage. An der BMW, die wir haben, da sifft vorne die Gabel. Ist ja klar, BMW. Ich habe viele Zuschauer, die fahren BMW und die wollen wir jetzt nicht alle verprellen. Jetzt haben wir gerade mit Caro Biking wieder telefoniert und die holen morgen das Motorrad ab und bringen mir dafür eine 1200er oder 1250er BMW. Das ist auch recht. Leider ist heute Morgen wegen dem Wetter die Ballonfahrt ausgefallen, weil es ja zu unbeständig und regnerisch ist. Aber jetzt geht's zu den wilden Tieren. Juhu! Hi, hi. Also so eine Karre zu Hause hat mir auch gefallen. Oh, oh. Los geht's. Das ist wieder ein Job für den Heiko mit seiner Kamera. Sean, tell us, what are you up to? I'm setting us up a beautiful stop where we can... You want to make us drunk? No, just a bit relaxed. What are we gonna have to drink? We've got some beer, cider, wine, soft drinks, hard drinks, whiskey, wine, whiskey, brandy, and gin and tonic. In that row, it's okay. One of each. Zu der kleinen Auswahl an Spirituosen wird Biltong serviert. Ein Trockenfleisch, welches mit Gewürzen verfeinert wird und bis zu 2 Jahren haltbar ist. Es kann aus Fleisch vom Strauß, Kudu, Springbock, Eland oder anderen Wildtieren bestehen. Landjäger. Landjäger. Oder. Cheers. Zurück an der Lodge liefert Bernet gerade meine Ersatzmaschine an. Wir entladen die eine und packen die andere wieder auf den Pickup. Einer Weiterfahrt steht also nichts mehr im Wege. So, wir verlassen jetzt den Pilanesberg Nationalpark. Heiko und Anna machen sich gerade noch fertig. Und dann werden wir aufbrechen heute Richtung Drakensberge. Das ist also komplett südliche Fahrtrichtung. Navi zeigt mir hier an 466 Kilometer. Oha, das ist die 1250 GS, die ich jetzt zur Verfügung gestellt habe. Die wummert ja ordentlich, holla die Waldfee. Okay, mal gucken. Cooles Display, gleich erster Fahrteindruck. Ich muss wieder hirnen, auf der linken Fahrtseite zu fahren. Gangschaltung geht hier sehr leichtgängig, jetzt im Vergleich zur 800er Adventure, die ich
Gestern hatte erster Eindruck unglaublich sanfte Gasdosierung. Also wenn ich das mit der 800er Adventure von gestern vergleichen darf, das ist ein Unterschied wie Tag und Nacht. So. Die Tore öffnen sich, wir verabschieden uns. Wow, und weiter geht unser Abenteuer. Ich freue mich riesig. Wie geil ist es, die Gelegenheit zu haben, in Südafrika Motorrad fahren zu können. Hammer. Wir haben für den heutigen Tag 100% Regenwahrscheinlichkeit angesagt. 100% Regenwahrscheinlichkeit in Südafrika haben wir schon festgestellt. Es ist, als würde jemand einen Lichtschalter anmachen, es kommt ein Regenguss runter und dann macht jemand den Lichtschalter aus und der Regen hört plötzlich auf. Sowas habe ich jetzt auch noch nicht erlebt. Wir lassen uns einfach mal überraschen, wie das Wetter heute wird. Morgens ist es hier leicht frisch, also frühmorgens, wenn ich so aufstehe, 5, halb 6. Das sind so circa 15 Grad. Mittlerweile haben wir 19 Grad um 10 Uhr. Im Verlaufe des Tages ist es, was soll ich euch sagen, so zwischen 27 bis 30 Grad hatten wir mittlerweile. So, Kreisverkehr links herum. Wow, wow, linke Seite. Wow, 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 wow. Wow, 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 wow. Der trabt gleich hinter uns her. Im Rückspiegel sieht man ihn noch. Oh, schaut euch mal diese Weite vor uns an. Wahnsinn. Ich denke, hier hat sicherlich noch das ein oder andere Stück Land frei, wer auswandern möchte. Da könnte man auf den Geschmack kommen. So, jetzt ist es soweit. Der Regen hat uns überrascht. Da müssen wir jetzt eben durch. Wir fahren hier mit gebotener Vorsicht. Der Boden ist nass. Hier hat es immer viel Erde und auch immer wieder mal Kies auf der Straße. So fahren wir hier einfach auf Nummer sicher. Ich wünschte, ihr könntet gerade mal die Sicht durch mein Visier sehen. Da ist einfach nur Regenguss und das Pinlock-Visier, ich weiß nicht, wie es bei euch halt funktioniert, das funktioniert eigentlich immer nur dann, wenn es gerade mal Bock hat. Ab einer bestimmten Regenstärke hat es einfach keine richtige Funktionsfähigkeit mehr. Vielleicht gibt es ja irgendwann echt mal Helme, die solche Heizdrähte drin haben oder irgendwie sowas. Der Regen will an diesem Tag einfach nicht abreißen. Ich kann mich nicht erinnern, schon einmal so starke und gleichzeitig langanhaltende Regenschauer auf einer Tour gehabt zu haben. Und seid ihr alle trocken? Alle. Total. In der Hose schon. In der Hose schon. In dem einen Schuh bin ich auch noch trocken. In einem Schuh ist es auch noch trocken, ja. Das nächste Mal nehmen wir Taucheranzüge mit. Nach jeder Pause, die wir machen, legt der Wettergott noch einmal eine Schippe drauf. Ich habe ja schon viel Regen gesehen, aber das ist ja kein Regen mehr. Ich glaube, so hat es uns am ersten Tag in Irland erwischt. Ja? Sind wir noch in Tanne, so hat es gewesen. Ja, den Schlaglöchern muss man hier immer mal wieder ausweichen. Wir haben jetzt 400 Kilometer Landstraße hinter uns mit heftigsten Regenschauern. Teilweise ist es wirklich eimerweise hier runtergekommen, also so habe ich das selten gesehen. Und da musste ich selbst die GoPro mit Mediamod runternehmen, sonst läuft es auch alles voll mit Wasser. Aber jetzt kann ich sie wieder dran machen, wo die Sonne mal ein bisschen hervorblinzelt und es wieder trocken ist. Landschaftlich erinnert mich das hier immer so ein bisschen an das nördliche Texas, wo es auch regenreicher ist, mehr Wasser ist, grüne, weite Graslandschaften gibt mit vielen, vielen Rinderherden. Die haben wir heute den ganzen Tag immer wieder gesehen. Dazu eignet sich die Fläche ideal. Und genau hier zur Linken haben wir sie jetzt auch wieder, die Rinder, die weiten Graslandschaften. Hat wahrscheinlich auch irgendwas von Argentinien, ich weiß es nicht.
Dort hinten sehen wir die ersten Ausläufer der Drakensberge. An deren nördlichen Fuß fahren wir heute. Wir haben jetzt noch 27 Kilometer dahin. Und ich freue mich schon wirklich auf eine heiße Dusche, weil auf Dauer kühlt man bei dem Regen ganz schön aus. Die Temperatur hat auch etwas abgenommen heute mit 14 Grad bei dem Regen. Aber wenn ich schon wieder den Blick auf diese Landschaft sehe und überhaupt im Wissen zu sein, hier in Südafrika Motorrad fahren zu dürfen, hey, ich will mich da echt nicht beschweren.
So, gebt mir euer bestes Helmlächeln. Was für ein Tag wieder. Da war wieder alles dabei. Alles dabei. Schotter, Affen haben wir gesehen. Ja. Pistenstaub, Gnus. Und dann Hagel haben wir noch gehabt. Nebel. Schafe. Durch den Dschungel sind wir gefahren und dann noch durch den Schwarzwald gerade eben. Ich habe gerade zu Anna gesagt, war doch noch eine schöne Fahrt durch den Schwarzwald. In Reihe und Glied die Bäume. Ja. Das war die erste Episode unserer Tour. Wenn ihr uns weiter begleiten und wissen möchtet, ob wir es über die Sani-Passstraße schaffen, die drittsteilste Passstraße der Welt überhaupt, so würden wir uns freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder mit dabei seid. Die nächste Episode wird in Kürze erscheinen. Bis dahin viele Grüße an euch alle da draußen, tragt das Herzen am rechten Fleck und allzeit gute und sichere Fahrt.